Wir fahren zu dem Haus von Tatunkas Sohn. Und wir sollen ihn finden und von ihm erfahren, wo Tatunka ist. Und woher wissen wir, wo der Sohn wohnt? Der da vorne. Er ist ein enger Freund von Tatunka, der Fahrer da vorne. Er sagt, sie sollen weg. Ich steige hier aus. Und auch hier heißt es wieder warten. Keiner weiß, wo Tatunka Nara zurzeit ist. Ob hier. Er hat Tatunka heute früh getroffen, er bei einem Motorrad. Ja. Normalerweise geht er zu seinem Sitio. Ist eine kleine Farm außerhalb des Zentrums, sehr weit. Ob er da ist oder nicht, ist die Frage. Wir kommen nicht weiter. Keiner kennt die Adresse der Farm, auf der er sein könnte, oder hat eine Telefonnummer von ihm. Aber unser Taxifahrer kennt einen Mann, der sich Pirat nennt und ein guter Freund von Tatunka Nara sein soll. Er will nach ihm suchen und sich wieder melden. Zuletzt gibt Tatunka Nara 2019 einem brasilianischen Filmteam ein Interview. Kritische Nachfragen finden nicht statt. Tatunka Nara kann seine Legende weiterspinnen. Die meisten Menschen streben nach Glück, aber nur die wenigsten erreichen das Glück. Viele haben nie so etwas gefühlt wie Glück. Und dann gibt es Menschen wie mich, die das Leben so hervorbringt. Stets auf der Suche nach etwas. Offen kritisiert wird er von Kirsten Nebergs Vater. Die ARD-Doku zeigt die Rivalität der beiden Männer. Wenn ich den Rüdiger Neber hier erwischen würde, ich glaube, das war der Erste, den ich hier ersäufen würde. Ja? An der tiefsten Stelle von Rio Negro. Die Drohungen schrecken Neberg nicht ab. Er verabredet sich mit dem Filmteam und konfrontiert Tatunka Nara mit dessen wahrer Identität. Tatunka Nara, der größte aller Häuptlinge. In Wirklichkeit haben Sie aus Nürnberg. Ich? Also, haben Sie aus Nürnberg. Du nicht? Das haben viele versucht jetzt. Ja, ich habe die Aber mittlerweile, ja, die Zeitung aber hier auch gelesen. das haben sie hier, aber das ist mittlerweile schon vom Gericht dementiert. Ne? Kein Durchkommen. Es ist die letzte Begegnung der beiden. Jahrelang recherchiert Neberg von Deutschland aus weiter. Über 30 Jahre später ist es Kirsten Neberg, die in die Fußstapfen ihres Vaters tritt und mit uns nach ihm sucht. Könnte Tatunka Nara ihr gefährlich werden? Also am Anfang habe ich eher mal gedacht, dass es für mich eine Gefahr darstellen könnte. Aber inzwischen, nachdem ich ja nun hier auch schon rumgefragt habe und versucht habe, Kontakt aufzunehmen und wir wurden gesehen, jetzt glaube ich es nicht, nein. Elmo? Frag mal. Ich habe mal eine Frage. Pass mal auf. Ich überlege, ich würde gerne Tatunka Nara einen Brief schreiben. Ein Brief? Oh. Und dieser Brief wird zu ihm kommen? Ja. Und ich glaube, durch einen Brief, wenn ich persönlich anfrage mit einem Brief, dass wir da vielleicht eine Chance haben. Ja, warum nicht? Sehr geehrter Herr Nara, mein Name ist Kirsten Neberg. Rüdiger Neberg war mein Vater. Mit der ARD zusammen bewege ich mich auf den Spuren meines Vaters. Sie waren für viele Jahre ein präsenter Bestandteil im Leben meiner Familie. Sehr gerne würde ich mich mit Ihnen über meinen Vater unterhalten. Mit freundlichen Grüßen aus Barcelos, Kirsten Neberg. Ob er darauf anspringt, das werden wir dann sehen. Vielleicht sagt er gerade deshalb nö oder er sagt vielleicht gerade deshalb ja.
Rüdiger Neberg versorgt offenbar das BKA jahrelang mit Informationen über Tatunka Nara. Das BKA will sich auf unsere Nachfrage dazu nicht äußern. In den brasilianischen Akten stoßen wir auf ein Vernehmungsprotokoll. 1987 wird Tatunka Nara von der Polizei zu den Vermissten befragt. Er weist auch da jede Schuld von sich. Seine Aussage war da sehr eindeutig. Er lieferte sogar Details zu den spezifischen Situationen im Zusammenhang mit den Betroffenen. Er wurde zu jedem der Opfer befragt. Wann er Kontakt hatte, wie er beauftragt wurde und wofür, auch was sie konkret zusammen gemacht haben und wann er die Person zuletzt gesehen hat. Es war leicht für Tatunka Nara, sich gegen die Vorwürfe zu wehren. Denn das alles ist an weit abgelegenen Orten geschehen, die schwer zugänglich waren. Und außer ihm und dem Opfer war sonst niemand anwesend. Die Brasilianer strengen nach dem Verhör keine weiteren Ermittlungen an. Aber das BKA bleibt dran. Die deutschen Ermittler treffen sich mit den Schweizer Kollegen und einem Vertreter der US-Botschaft, die im Fall John Reed ebenfalls Nachforschungen angestellt hat. Man einigt sich darauf, dass die Deutschen ab jetzt das Ermittlungsverfahren koordinieren. Zuständig? Hamburg. Hier war Tatunka Nara zuletzt gemeldet. Die Staatsanwaltschaft dort übernimmt und ermittelt wegen Mordes. Wir suchen weiter nach einem direkten Draht zu Tatunka Nara. Wie erreicht ihn Kirsten Nebergs Brief? Unser Taxifahrer hat inzwischen den Mittelsmann gefunden. Pirat Mama. Kapitän in Barcelos. Ein Freund von Tatunka Nara. Mit ihm hat er schon oft Touristen durch den Dschungel geführt. Wir waren schon da oben in der Serra do Aracá. Niemand hat je gedacht, da mal hinzukommen. Dabei kommt der Pirat nicht nur Tatunka Nara, sondern auch seinem vermeintlich geheimen Reich in den Bergen erstaunlich nah. Pirat Mama könnte unser Schlüssel zu Tatunka Nara sein. Viele Leute wollen nicht mit ihm gehen. Sie haben Angst vor ihm. Vor allem die Deutschen. Die haben Angst. Glaubst du diese Vorwürfe? Glaubst du, dass es wahr? Ich glaube das nicht. Ich war viel mit ihm zusammen. Ich habe offen mit ihm darüber gesprochen. Er ist mein Freund. Ich glaube nicht, dass er mich anlügen würde. Wieso sollte er? Ich habe ihn direkt gefragt, ob er sie getötet hat. Und er sagte nein. Kannst du mich zu ihm bringen? Ich gehe jetzt zu ihm und kümmere mich darum. Wir trinken dann erstmal ein Bierchen miteinander. Ich gehe da jetzt hin und bereite euch den Weg. Er will uns zu einem Interview mit Tatunka Nara verhelfen und verspricht, ihm den Brief zu überbringen. 2 Stunden später schickt er uns ein Beweisfoto. Ich habe die Brille jetzt nicht auf, aber ich sehe trotzdem, ist das krass. Pirat Mama war bei Tatunka Nara. Seine Botschaft: Er ist zu einem Treffen am nächsten Tag bereit. Allerdings will er zu uns aufs Schiff kommen. Eine Uhrzeit nennt er nicht. Er bestimmt jetzt die Regeln. Und an Bord braut sich etwas zusammen.